Hallo und herzlich willkommen aus der AJ's Garage zum neuen Video. Ich habe die letzten Tage am Skyline weitergemacht. Ich habe den Unterboden abgeschliffen und zwar mit dieser Flex und einer Zopfbürste oder aber mit dieser langen Welle und einem kleineren Aufsatz. Ich habe auch noch andere und kleinere Aufsätze, um auch in die Ecke reinzukommen. Das Ganze hat mich, ich habe mir das über 3 Tage lang habe ich mir Zeit gelassen. So lange hat es gedauert. Hier drin war alles abgedeckt. Die ganze Seite mit T1-Bus war abgedeckt. Die ganze Wand hinten war abgedeckt, dass sich einfach der Dreck nicht überall in der Ecke und auf der kleinen Fläche ablegen kann, damit es leichter beim Putzen habe. Ich werde jetzt euch mal zeigen, was dabei rausgekommen ist, wie das Auto jetzt von unten aussieht und nehme euch jetzt mal mit. Das ist der linke hintere Radkasten. Ihr seht, das sind noch Reste von der originalen Beschichtung. Die haben dieser Zopfbürste und der Flex standgehalten. Das heißt für mich, die haben eine sehr gute Haftung. Da kann für mein Verständnis kein Rost unten drunter sein und die lasse ich auch dran. Die habe ich jetzt auch sauber gemacht und angeschliffen. Dann seht ihr hier schwarze Flecke. Ich habe quasi auch den Unterboden mittlerweile schon mit Rostschutzumwandler behandelt und auch schon abgewischt. Das heißt, ich werde jetzt die kommenden Tage anfangen, das Auto unten zu beschichten. So sieht es aus. Achsaufnahme. So. So sieht jetzt der linke Radkasten aus. Die erste Durchrüstung, die ich gefunden habe, selbstverständlich hier. Genau da war ja auch der Kotflügel durchgerostet, den haben wir ja schon geschweißt. Das wäre die erste Stelle. Die zweite Stelle ist ganz genau gegenüberliegend. Wenn wir mal kurz rübergehen. Die ist hier. Die ist auch durchgerostet. Ihr seht, das ist mit Rostumwandler behandelt und abgewischt. Genau. Dann geht es weiter. Die dritte Stelle ist relativ klein. Das ist hier im Radkasten. Da gibt es eine kleine Durchrostung. Und die etwas größere Stelle, die noch durchgerostet ist hier an diesem Längsträger. Das sind mehrere Löcher. Ist aber für mich, meiner Meinung nach, halb so wild. Ich werde da einfach ein neues Blech einsetzen, das wieder zuschweißen. Dann geht es heute dran, dass ich anfange, die Radkäste und der Unterboden mit dem Chassislack zu lackieren. Die Kotflügel, die vorne abmontiert sind, die muss ich innen auch noch rausschleifen. Ein paar Schweißpünktchen setzen an der Reparatur am linken Kotflügel, damit ich den dann auch grundieren kann und die Kotflügel auch innen rauslackieren kann. Das ist heute mal das Ziel. Ich zeige euch dann, wie weit ich gekommen bin heute. Der Kotflügel ist jetzt fertig geschliffen, zumindest mit Zopfbürste. Das Ganze sieht jetzt folgendermaßen aus. Die Oberfläche sieht jetzt so aus. Und das ist jetzt der Kotflügel, den ich auch geschweißt habe. Das Ganze sieht jetzt so aus.
Der nächste Schritt ist jetzt, dass ich das nochmal mit Schleifpapier quasi überschleife, dann nochmal sauber mache und dann geht es auch weiter mit dem Lackieren. Das linke Eck hier unten, wo der Kotflügel durchgerostet war, war ja auch durchgerostet. Das habe ich auch die letzten Tage geschweißt, instand gesetzt. Ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Das Eck hier war ja auch durchgerostet. Das habe ich auch geschweißt, instand gesetzt. Bin mit dem Ergebnis jetzt auch zufrieden. Hier an der Türe sind ja auch Rostbläsle gewesen, die habe ich jetzt mal aufgemacht, mit Rostschutzumwandler behandelt. Sieht im Moment noch so aus. Hier war ja der rechte Längsträger hinten durchgerostet. Den habe ich jetzt auch instand gesetzt. Ich habe da ein Blech eingesetzt und eingeschweißt und ein paar Löcher zugeschweißt. Auch hier bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Hallo, guten Morgen miteinander. Seit der letzten Aufnahme sind ein paar Tage rumgegangen. Ich habe am Skyline einiges gemacht. Ich habe ihn quasi unten beschichtet. Ich habe im letzten Mal von der Aufzeichnung habe ich gesagt, dass ich ihn lackieren will. Der Begriff wird dem nicht ganz gerecht. Ich habe das Auto beschichtet mit einem Chassislack. Der Chassislack muss quasi dreimal aufgetragen werden, dass er richtig deckt. Das hat wirklich einiges an Zeit in Anspruch genommen. Und ich zeige jetzt einfach mal, wie weit ich gekommen bin. Das heutige Ziel soll sein, dass ich die zwei vordere Kotflügel wieder montieren kann. Dazu muss ich aber noch am sogenannte Innerkotflügel, oder es ist eigentlich mehr oder weniger nur ein Spritzschutz, muss ich noch ein neues Dichtgummi anbringen. Wie das Ganze aussieht, zeige euch. Das hier ist ein Blech, das so im Kotflügel angeschraubt ist, und da kommt quasi jetzt auf der linken Außenseite noch ein Gummi hin, der dann zum Kotflügel abdichtet. Das hier sind jetzt diese Spritzschutzbleche mit den alten Gummis, die zum Kotflügel abgedeckt sind. Die Gummis waren wie mit so Tackerklammern an dem Blech befestigt. Wie ihr seht, das Gummi ist jetzt relativ alt und ich werde jetzt aus 2 mm Gummi neue rausschneiden und sie wieder an den Blechen festmachen, und dann will ich die Kotflügel montieren. Kurzer Zwischenstand. Ich habe jetzt hier angefangen mit Aluminiumschweißdraht, so wie es original war, diesen Gummi hier ranzutackern quasi. Original war ein Stahldraht drin, der war aber wunderbar rostig. Ich probiere das jetzt mal mit dem Aluminiumdraht und dann gucken wir, wie lange das es hebt. Keine Ahnung. Ihr seht,
habe ich jetzt wieder die Stoßstange rangeschraubt und die beiden Kotflügel sind dran. Und ich bin froh, dass das Auto wieder zusammen ist, weil es einfach für mich ein schöner Anblick ist. Und der Radkasten, das sieht jetzt so aus. Und ich hoffe, dass das eine gute Optik dann mit dem Gewindefahrwerk gibt. Diese Bleche hier hinter drin, die ich vorhin gezeigt habe, die habe ich jetzt noch nicht fertig. Das ist eine ziemliche Fummelei, den Gummi dann noch zu machen. Mache ich die nächsten Tage, zeige ich dann im nächsten Video. Weiter geht es dann mit dem Zerlegen von dieser kompletten Hinterachse. Also ganz komplett zerlegen werde ich sie noch nicht. Also Radlager werde ich noch nicht auspressen, weil ich im Moment noch nicht die Bremse umbaue auf Scheibenbremse. Das mache ich erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn auch der andere Motor reinkommt. Ich habe jetzt einmal die ganzen Schraubverbindungen, die wichtig sind, die ich aufmachen muss, schon mal eingesprüht. Und werde dann mal gucken, dass ich die zerlege. Und die werden wir auch ein kleines bisschen aufhübschen, dass wir nicht ganz so schmuddelig durch die Gegend fahren. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich jetzt die komplette Hinterachse sowie auch die Vorderachse bis auf den Motorträger, weil der ist noch eingebaut, alles komplett zerlegt. In den nächsten Tagen werde ich diese ganzen Teile sauber machen. Ich werde sie schwarz machen, damit es ordentlich aussieht. Zum Teil auch neu lagern, neue Gummilager neu machen und damit es wieder ins Auto rein kann. Die Bremse muss fertig gemacht werden. Und dann auch noch eine kurze Vorschau. Und zwar habe ich ich habe ja gesagt, es kommt ein anderer Motor in das Auto. Ich habe mir einen zerlegten Motor gekauft aus dem Datsun 260Z. Der hat 2,6 Liter Hubraum. Ich habe mir dafür neue Kolben dazu gekauft, in der nächsten Größe. Der war jetzt die letzte Woche beim Motorbauer, wurde quasi auf den Kolben aufgebohrt und sauber gehont, damit ich den aufbauen kann, den Rumpf. Da steht die nächsten Tage an, dass der auf den Motorständer kommt, damit ich den schön sauber machen kann. Und dann werde ich auch anfangen, zumindest der untere Teil vom Motor mal zusammenzubauen. Kurbelwelle ist da, die ist auch schon geleppt. Die kann man quasi auch wieder einbauen. Das wird natürlich länger dauern mit diesem Motor, weil in der ersten Zeit werde ich mit dem Originalmotor mal fahren. Ja, einfach um das Auto kennenzulernen. Ich bin mir auch noch nicht ganz schlüssig, was er alles am Zylinderkopf macht. Zylinderkopf, da kann man ja viel Geld vergraben. Es soll auch ein Sauger bleiben. Aber so ein bisschen was mit größeren Ventile, Kanalbearbeitung, Nockerwelle. Das Ganze alles auch im unteren Bereich fein gewuchtet und so möchte ich schon haben, damit es schön drehzahlfest wird. Und dann sehen wir mal, was dabei rumkommt. Das wäre es einmal für heute. Der Tag ist langsam am Ende. Ich bedanke mich für euer Interesse. Bedanke mich fürs Zuschauen natürlich. Ich habe jetzt, heute ist der letzte Tag im Januar, 14 Follower. Vielen Dank, ich freue mich. Natürlich würde mir auch freuen, wenn ihr den Kanal, auch die einzelnen Videos an andere Autoschrauber, die vielleicht so ein Projekt mitverfolgen wollen, wenn ihr das weiterleitet und ein bisschen Werbung für mich macht. Ich werde jetzt auch natürlich noch Werbung mit dem neuen Video machen, um noch ein bisschen mehr Reichweite zu kriegen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Macht's gut, vielen Dank, alles Gute.